Hallo, herzlich willkommen zu meinem Waldbauer Schaumburg Vlog. Jetzt zum Extra-Video der KW 16 Zaunbau. Um den Zaunbau geht es weiterhin. Und heute soll es daran gehen, die Z-Pfosten zu setzen und den Wildzaun zu ziehen. Ja, da hinten sind noch Motorsägen und Fellgeräusche, die sind anscheinend da auch noch an Baumfällung. Soll uns nicht weiter aufhalten. Jetzt geht es hier da dran, den Zaun zu machen. Ich habe jetzt den einen Eckpfosten noch nicht fertig abgestützt. Das werde ich jetzt noch machen. Werde ich aber euch jetzt nicht mitnehmen, sondern das werde ich jetzt mal so machen. Muss auch noch da oben abgestützt werden und dann haben wir hier den Eckpfosten, wo der erste Zaunansatz dann losgeht. Bis da runter. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich werde es so machen, ich werde da unten loslegen. Da ist ja das Tor. Da runter, da und dann bis hier hin. So will ich das erstmal machen. Genau. So machen wir es jetzt. Jetzt bin ich dabei, die Z-Pfosten zu zählen, die Menge zu bestimmen und dann an Ort und Stelle erstmal zu bringen. Los geht's! Der erste Z-Pfosten steht. Da war es noch einfach. Bei dem nächsten sind ganz schön viele Hindernisse. Jetzt müssen wir uns, wie man hier so sagt, da durchpopeln. Das ist die Z-Pfostenramme. Kein Rundrohr, sondern ist ein Rechteckrohr. Mal grob gucken, ob es stimmt. Ja, alleine ist das immer schwierig mit dem Zaunbau, die Flucht einzuhalten. Deshalb habe ich hier nochmal so einen Fluchtstab als in der Nähe als Orientierung genommen. Weil wenn man über die gesamte Länge die Flucht haben will, das wird zu schwierig. Also erstmal den Fluchtstab, so einen Hilfestab in der Nähe noch eingesetzt, dann bekommt man das sofort in den Blick, ob es nicht in der Flucht ist. Und ja, so mache ich das halt, ne? Ja, wir betreiben hier jetzt keine Millimeterarbeit, also auch beim Zaunpfosten keine Schreinerware. Wenn da mal so ein Zentimeter in der einen Richtung oder der anderen Richtung, manchmal brauchen wir nur so ein bisschen zu drücken, dann passt schon. Wir müssen auch nicht in senkrecht, genau senkrecht mit der Wasserwaage stehen, das ist alles Quatsch. Wir müssen halt stehen und ihre Funktion erfüllen. Das ist das Wesentliche. Die Z-Pfosten werden jetzt in einem Abstand von 4 Metern gesetzt. Ich weiß nicht, wer auch andere Maße setzt, weniger 3 Meter, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich mache hier 4 Meter. Man muss natürlich schauen, dass ja schon eine gewisse Spannung auf dem Zaun dann ist, dass er nicht halt so da rumlappert, sagt man bei uns.
Ja, ist mittlerweile schon wieder Sommer geworden, also richtig warm. Kommt mal leicht ins Schwitzen, dann muss ich jetzt aufpassen, dass ich es nicht übernehme. So, die erste Flucht haben wir schon hergestellt. Nicht schön, aber ausreichend perfekt. Da kriegen wir jetzt einen schönen Zaun hingespannt. Geht es hier hoch. Ich möchte den Schlepper noch runterfahren, damit ich das Material nicht so weit tragen muss und so weit laufen muss. Und das geht jetzt an den rechten Zaunpfosten. Der linke Zaunpfosten ist dann schon wieder für das untere Segment, was ja jetzt erstmal noch nicht eingezäunt wird, weil das Zaunmaterial, was ich da noch habe, das soll erstmal an der anderen Waldlage im Scherenkram verwendet werden. Und erst wenn das wieder bezahlbar ist, na, ich weiß nicht, jetzt ist der Zaun, den ich mal für 80 € die Rolle gekauft habe, ist schon fast bei 120 € die Rolle. Also Wahnsinn. Fast getroffen habe ich euch. Fast getroffen. Ja, man kann ja auch nicht alles hin und her tragen. Da muss man auch mal werfen. Na, sonst wird man bekloppt vom Hin- und Herlaufen. So, jetzt habe ich die zweite Linie auch schon fertig. Jetzt geht es an die dritte Linie. Und zwar jetzt hier am Forstweg lang. Da ist aber noch der Baum da auch noch. Aber das werde ich erst im zweiten Durchgang machen, wenn alle Pfosten stehen. Dann werde ich dort, wo der Zaun herläuft, dann nochmal mit der Motorsäge auch nochmal durchgehen. Ich habe da unten gesehen, da sind halt noch so ein paar Hindernisse. Die sind jetzt mit der Axt so nicht zu beseitigen, da muss ich mit der Motorsäge dran. Jetzt habe ich ein Problem festgestellt, dass hier am Wegrand hier 1 Meter Böschung ist, also der Zaun vom Weg 1 Meter tiefer ist. Und dann sind das ja hier an der tiefsten Stelle. Dann ist der 1,60 Meter Zaun quasi vom Weg für das Rehwild gefühlt nur noch 60 cm hoch. Da springen die ja mir hier rein und kommen nicht mehr raus. Raus geht nicht, aber reinspringen, da muss ich mir jetzt noch was überlegen. Der sitzt so tief, den muss ich noch mal rausmachen und da kommt dann jetzt da, ich habe hier noch so einen Fichtenpfosten, so einen längeren, muss ich halt so einen 3 Meter oder ja nicht ganz 2 Meter, aber schon eine gewisse Länge brauche ich da, damit das da auch ausreichend hoch raussteht.
Den brauchen wir jetzt, den Hanken brauchen wir jetzt. Wenn man mit einer Hand den Pfosten reinkloppt. Dann muss ich jetzt mal den Anhänger hierher fahren. Jetzt wird erstmal Pause gemacht. Die dritte Reihe habe ich ja jetzt fertig. Jetzt kommt dann noch nach der Pause die Abschlussreihe. Da müssen wir noch mal auf die Uhr schauen, weil heute Abend ist auch noch Yachtversammlung. Also die dritte Yachtversammlung. Ich bin ja in 3 verschiedenen Yachtgenossenschaften Pflichtmitglied, sagte. Nein, ich muss trinken, meine Lippen kleben. Genau, Pflichtmitglied. Und ja, es gehen ja immer weniger zur Yachtversammlung. Deshalb wurde mal jetzt auch nochmal angeschrieben, um da halt auch nochmal zuzusagen, ob man auf der Yachtversammlung teilnimmt. Weil es ist immer blöd, wenn die Yachtversammlung beginnt und die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben. Ne? Dann muss wieder eine neue Yachtversammlung angesetzt werden. Was natürlich blöd ist. So. Die ist schon um 19 Uhr. Die erste Yachtversammlung habe ich verbaselt, verschlafen. War schon Anfang März, das war jetzt hier von meiner Hauptgemarkung, Menzigerode, Betzigerode. Nicht dran gedacht. Und in Bad Wildung war ich jetzt und dann heute Abend in Braunau. So, jetzt sind alle Zaunpfosten gesetzt. Das wollte ich sagen. So, und zwar muss ich jetzt, wo jetzt der Zaun unten oben verläuft, das noch sauber räumen. Natürlich nicht hundertprozentig sauber mit dem feinen Besen, sondern mit dem groben Besen. Und der grobe Besen heißt Dolmar. PS 420. Genau. Das werden wir jetzt machen, damit wir dann, wenn wir den Zaun einhängen, da nicht noch größere Komplikationen bekommen. So, jetzt nochmal. Ja, jetzt wollte ich mit der Dolmar loslegen und stelle fest, ich habe den Spritkanister gar nicht eingepackt. So, jetzt sind noch 2 Tropfen Sprit im Tank. Die muss ich jetzt aufheben, aber ich habe es trotzdem geschafft, ohne Motorsäge die erste Linie jetzt schon freizuräumen. Und jetzt geht es an die Zaunrolle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt alleine klappt. Ich habe jetzt schon meinen Sohn angetickert, den Julian. Werden wir morgen noch mal verabreden, wann wir
hier gemeinsame Aktionen machen, weil alleine wird das hier ein bisschen tricky werden. Aber ich versuche halt immer einen Trick 17 zu finden. Ja, der Trick 17 ist jetzt der, dass ich die ja gar nicht von hier oben abrollen kann, sondern von da unten abrollen muss hier hoch. Das ist halt jetzt blöd. Deshalb, ja, muss es halt so machen. Ja, das muss nochmal geübt werden. Also das mache ich jetzt nicht nochmal in die entgegengesetzte Richtung auswickeln. Und noch berghoch. Na, das geht alleine nicht. Das mache ich jetzt nicht. Jetzt hänge ich den Zaun ein. Es hat trotzdem geklappt. Es hat trotzdem geklappt. Aber das muss ja nicht sein. Jetzt habe ich da unten noch etwas Zaun mehr gegeben, so dass ich da halt auch noch Zaunmaterial habe, um da die Tür zu bauen gleich. Und da muss ich noch ein paar Latten mitnehmen. Habe ich jetzt nicht dabei. Kommt dann beim nächsten Mal Tür bauen. Und jetzt wird der Zaun da unten festgemacht an einem Eckpfosten mit Krampen. Und dann versuchen wir den nach hier oben zu spannen. Ja, mit dem Überstand von dem Draht, da kann ich noch 2 Türen bauen. Da werde ich dann für da oben die Tür auch noch das Material verwenden. Ja, hier kann man ruhig noch mal eine Klampe reinmachen. Ja, das ist hier jetzt meine Spannvorrichtung. Deshalb habe ich auch so massive Eckeichen Pfosten hier gesetzt. Da kann man dann einfach spannen. Jetzt sieht man schon das erste Feld, das hat sich schon gut gespannt. Allerdings muss ich jetzt weiter runterlaufen und das nochmal aushaken, weil es sich verhakt sonst. Das muss aber hier jetzt noch ordentlich nach. Dann werde ich jetzt noch mit der Hand hier nochmal nachziehen.
Gut, das dann von der Höhe austarieren, das mache ich dann im Anschluss, wenn das erstmal etwas gespannt ist. Ja, jetzt sieht man, dass der Zaun schon gut gespannt ist. Jetzt muss man aufpassen, er darf auch nicht zu sehr gespannt sein. Das sieht man hier unten. Sonst hat man da keine, keine Anpassungsmöglichkeit mehr. Sonst haben wir da ein Loch drin. So, das müssen wir jetzt, ich werde es jetzt erstmal trotzdem so in der Spannung lassen und gucke, ob ich jetzt da mit der Höhe das jetzt schon hinkriege mit den Ausrichten. Es ist ja so, der muss ja hier unten nach außen gebogen sein am Boden, ne? Damit auch die Hasen dann draußen bleiben. Beziehungsweise wenn einer drin ist, dass er dann auch wieder rauskommt. So ist die Vorschrift. Aber hier ist es ja so, eigentlich das Mittelsegment, Mittelzaunabgrenzung. Wenn das dann nächstes Segment gesetzt ist, dann ist das ja eh egal. Dann gut. Der erste Zaunabschnitt steht noch nicht so optimal, weil ich jetzt auch Feierabend machen muss, aber es sieht schon ganz gut aus. Ein Helfer beim nächsten Mal, der wäre besser, dann wird das noch genauer. Dann wird es Schreinerware. Nein, machen wir auch keine Schreinerware, aber ja, jetzt ist erstmal Ende mit dem Extra-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, zu abonnieren oder Kommentare zu schreiben. Das würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.